Willkommen zu diesem Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr aus einem ganz einfachen Sweatshirt ein Korsett wie dieses nähen könnt. Als Schnittmuster verwende ich mein eigenes, das findet ihr hier auf der Website. Und als allererstes beginnen wir damit, dass wir das Schnittmuster ausdrucken. Es ist wichtig, dass ihr beim Druck vielleicht als allererstes mal die Seite ausdruckt, wo das Kontrollkästchen drauf ist. In der Anleitung ist das die Seite 26, da ist dieses Kontrollkästchen hier drauf. Am allerbesten druckt ihr euch die Seite 26 einmal einzeln, nur um zu checken, ob eure Druckeinstellungen passen und euer Kästchen wirklich 5 auf 5 cm ist. Es ist wichtig, dass das Kästchen in der ausgedruckten Version genau die 5 x 5 cm lang ist. Ich hatte es über Anpassen gedruckt und bei mir hat es funktioniert, aber ich weiß, dass bei manchen es auch besser funktioniert, wenn ihr benutzerdefinierten Maßstab und dann 111% eingebt. Also sollte es, wenn ihr es unter Anpassen die Seite 26 ausdruckt, nicht die richtige Größe sein, versucht es mal benutzerdefinierter Maßstab 111%, dann wird es definitiv passen. Nachdem ihr alle Schnittteile ausgedruckt habt, könnt ihr sie zusammenkleben. Das geht super fix, es sind nur 2 Klebestellen. Und dann könnt ihr sie auch schon ausschneiden an der Linie, die am besten zu eurer Größe passt. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, welches eure Größe ist, dann schaut mal vorne in die Anleitung rein. Dort ist eine Größentabelle und da sind auch die jeweiligen Maße jeder Größe dabei. Messt euch einfach selber und schaut, zu welchen Maßen ihr am besten passt und diese Größe könnt ihr dann wählen. Da das Korsett hinten zum Schnüren ist, kann man da auch nochmal ein paar Diskrepanzen überbrücken. Also macht euch keine Sorgen. Bevor wir endgültig loslegen können, brauchen wir noch ein paar Materialien. Einmal auf jeden Fall eine Nähmaschine und normales Nähzubehör, aber auch ein paar spezielle Sachen für unser Korsett. Einmal einen Stoff, aus dem ihr das Korsett nähen wollt. Das kann ein alter Sweatshirt sein, aber auch etwas anderes. Eine Stoffempfehlung findet ihr in der Anleitung. Dann ein Stoff für das Innenfutter. Dann brauchen wir Corsagestäbchen. Entweder bestellt ihr Corsagestäbchen auf die Rolle oder ihr nehmt breite Kabelbinder. Mit denen komme ich sehr gut klar. Dann brauchen wir noch etwas für den Verschluss, entweder Schlaufenband oder Ösen. Das könnt ihr euch aussuchen, persönlich nehme ich lieber das Schlaufenband. Und dann noch ein Stoffband oder ein Satirband, das brauchen wir definitiv auch. Jetzt können wir endlich loslegen und wir fangen damit an, dass wir den Pulli zerschneiden bzw. unsere Schnittteile daraus ausschneiden. Als erstes haben wir die Ärmel abgeschnitten, denn die brauchen wir nachher noch. Und aus dem unteren Teil werden wir jetzt alle unsere Schnittteile ausschneiden. Damit ihr möglichst alle Teile aus dem Sweatshirt rausbekommt, legt ihr den Stoff am besten so hin wie ich jetzt und schneidet den Saum erstmal ab. Jetzt könnt ihr alle eure Schnittteile auf dem Stoff positionieren. Manchmal muss man da ein bisschen puzzeln, aber meistens kriegt man dann doch alles raus. Wichtig ist, dass das vordere Schnittteil im Bruch positioniert wird, was heißt an einer umgeklappten Kante, damit wir nachher im vorderen Schnittteil keine Naht in der vorderen Mitte haben. Nachdem ich alles ausgeschnitten habe, markiere ich mir noch im vorderen Teil und am Seitenteil die Knipse. Ich mache da einen winzig kleinen Einschnitt mit der Schere, damit ich nachher weiß, wo diese Markierung war. Ihr könnt es aber auch mit einer Kreide oder einem Stift machen. Jetzt legt ihr einmal alle Teile hin und schaut, ob ihr alles habt. So müsste das Ganze jetzt aussehen. Ich habe mir noch einen kleinen Patch für die vordere Mitte ausgesucht. Als nächstes habe ich den Futterstoff genau gleich zugeschnitten wie auch den Oberstoff. Wie ihr seht, habe ich bei keinen der beiden Seiten eine Nahtzugabe dazu gegeben, da wir hier mit einem stretchigen Material arbeiten. Als nächstes können wir die Teile aneinander nähen. Dafür ist es wichtig, dass diese 2 Markierungen, die ihr in die Seite und in das vordere Teil gemacht habt, nun genau aufeinander liegen. Wer keine Erfahrung darin hat, Kurven zu nähen, den empfehle ich, ein paar mehr Nadeln zu verwenden und das Ganze gut zu stecken, damit es auch nicht verrutscht, denn Kurven sind nicht immer so einfach, vor allem wenn man es noch nicht gewohnt ist, die zu nähen. Das Ganze näht ihr mit einer Nahtzugabe von 0,7 bis 1 cm zusammen. Also wie ihr seht, nähe ich ungefähr steppfußbreit das Ganze ab. Und ja, man kann über Nadeln drüber nähen, solange man sie so längs steckt, wie ich das mache. Genau hier bei der Kurve müsst ihr achten, dass ihr das wirklich alles trefft und die 2 Markierungen aufeinander liegen. Jetzt könnt ihr weitermachen und alle anderen Teile vom Oberstoff auch aneinander nähen. Immer rechts auf rechts, das heißt die 2 schönen Seiten aufeinander, damit auf der linken Seite, also auf der nicht so schönen Seite, dann die Naht ist. So sollte das Ganze aussehen, wenn ihr alle Teile aneinander genäht habt. Als nächstes steppen wir alle Nähte von außen ab. Das heißt, wir legen die Nahtzugabe in eine Richtung und dann steppen wir unser Korsett von außen einmal ab, aber so, dass wir die Nahtzugabe mit festnähen. Damit wollen wir erreichen, dass die Nahtzugabe schön flach liegt und sie nicht irgendwie drückt oder sich verschiebt. Also wie ihr seht, habe ich die Nahtzugabe hier in die Mitte reingelegt. Ich zeige es hier nochmal. Und dann bin ich von außen da drüber gegangen mit der Nähmaschine. Im Abstand von ca. 0,3 cm zu der anderen Naht. Das Futter näht ihr genauso zusammen wie den Oberstoff, nur steppt ihr hier die Nähte von außen nicht ab, sondern ihr bügelt die Nahtzugaben flach auseinander. Damit wollen wir erreichen, dass auch die Nahtzugaben vom Futter nicht im Weg sind und nachher alles schön flach im Korsett liegen bleibt. Nun sollten eure 2 Seiten ungefähr so aussehen wie meine hier auf dem Video. Und als nächstes nehmt ihr euch ein Band, ich habe jetzt Satirband verwendet, und schneidet 4 kurze Stücke ab, ca. 3 cm lang. Die legt ihr erstmal ganz kurz beiseite, denn jetzt müsst ihr beide Seiten aneinander stecken. Dafür legt ihr eure 2 Hälften mit den schönen Seiten nach innen aufeinander und fangt an, überall Nadeln zu stecken, damit die 2 Seiten gut aufeinander liegen bleiben.
Wichtig ist dabei, dass ihr die Kurven auch ausformt, wenn ihr das macht, so wie ich das hier hochhalte. Wenn ihr alles super zugeschnitten habt, dann passen die zwei Seiten perfekt aufeinander und lassen sich gut zusammenstecken, so wie bei mir jetzt. Als nächstes nehmt ihr eure Bandstücke, die ihr euch vorher abgeschnitten habt, und formt diese zu Schlaufen. Die Schlaufen sollten ungefähr so aussehen wie jetzt bei mir. Und diese Stücke steckt ihr jetzt in die Lücken rein, also an die 4 Stellen hinein, an die nachher die Träger kommen sollten. Ihr steckt das Ganze so da rein, dass die zune Seite von eurer Schlaufe nach innen, also nach unten zeigt. Das macht ihr bei allen 4 Stellen, an die Träger kommen. Also steckt ihr 2 Schlaufen hinten fest und 2 vorne. So sollte das Ganze jetzt aussehen, mit der Zunenseite nach unten und den 2 offenen Enden nach oben. Wichtig ist, dass die Schlaufen zwischen den 2 Materialschichten angebracht sind. Und jetzt könnt ihr anfangen, einmal komplett um den ganzen Rand herum zu nähen. Nur an einer Seite müsst ihr eine Lücke lassen, um das Ganze nachher umzudrehen. Die Nahtzugabe hier sollte zum Rand ungefähr 1 bis 1,5 cm sein. Das müsst ihr schauen, je nachdem wie genau ihr ausgeschnitten habt, kommt ihr näher an den Rand oder nicht. Es ist wichtig, dass beide Seiten komplett zusammengenäht sind. Hier näht ihr einfach um alles einmal komplett herum. Auch wichtig unten bei der Rundung ist, dass ihr versucht, diese möglichst symmetrisch zu machen und dann an dem einen Ende diese Lücke lasst. Bevor wir mit dem Umdrehen starten können, müssen wir noch die Nahtzugabe etwas zurückschneiden, damit sie nachher im Korsett nicht zu dick wird. Deshalb schneidet ihr jetzt am kompletten Rand entlang einmal die Nahtzugabe ein bisschen ab, sodass noch ca. 0,7 cm Nahtzugabe übrig sind. Schneidet nicht zu viel ab und passt auf, dass ihr die Naht nicht aus Versehen aufschneidet. Jetzt haben wir das Korsett so weit, dass wir es umdrehen können. Dafür greift ihr durch die Lücke, die ihr gelassen habt, und holt einmal die kompletten schönen Seiten nach außen. Zum Umdrehen könnt ihr euch auch eine stumpfe Schere zu Hilfe nehmen, um die kleinen Ecken besser rauszudrücken. Mit der Schere geht ihr einfach in die Öffnung des Korsetts rein und drückt die Ecken vorsichtig nach außen. Passt auf, dass ihr dabei nicht die Nähte beschädigt, deswegen ist es wichtig, dass ihr damit nur wenig Kraft reingeht. Wenn ihr alles gut rausgedrückt habt, können wir weitermachen mit den Stäbchen. Um die Stäbe nachher einsetzen zu können, brauchen wir Tunnel im Material. Dafür habe ich mir die Stäbe an die Stellen hingelegt, wo nachher die Tunnel hin müssen, und habe mir das mit einer Kreide vorgezeichnet. Hinten brauchen wir mindestens ein Stäbchen, um die Stabilität für die Schnürung zu bekommen. Dann brauchen wir auf jeden Fall vorne auf der Brustnaht jeweils ein Stäbchen, ebenfalls für die Stabilität. Dafür könnt ihr einfach auf jeder Seite der Brustnaht ca. 0,7 cm breit entlang nähen. Wenn ihr euch das lieber vorzeichnen möchtet, dann könnt ihr das gern machen. Andernfalls orientiert ihr euch an der Brustnaht und näht an der Brustnaht entlang 0,7 cm auf jeder Seite ab. Wer in die vordere Mitte noch Stäbchen haben möchte, kann die gerne auch hinzufügen. Auch die könnt ihr euch mit Kreide vorzeichnen. Und jetzt näht ihr eure Tunnel. Ich nähe das Ganze in einer Art U, das heißt, ich setze zwischendrin nicht ab, sondern drehe das Ganze unter der Maschine. Ihr könnt aber auch einfach nur 2 Nähte nebeneinander nähen, wenn euch das leichter fällt. Die Nähte müssen so weit auseinander liegen, wie eure Stäbchen nachher breit sind. Habt ihr also sehr breite oder sehr schmale Stäbchen, müsst ihr die Tunnelbreite anpassen. Ich empfehle ungefähr, die Stäbchenbreite plus 0,2 cm für die Tunnelbreite zu nehmen. Meine Tunnel sind ca. 1,2 cm breit, da meine Stäbchen ungefähr 1 cm breit sind. Wie ihr seht, ist das an der Brustnaht ein bisschen schwieriger, dadurch, dass man diese Kurve hat. Damit näht ihr dann einfach langsam entlang, lasst euch da nicht stressen. Wenn es euch schwerfällt, hier den Tunnel richtig zu nähen, könnt ihr den auch vorher mit ein paar Nadeln stecken. Also steckt ihr, bevor ihr den Tunnel näht, den Oberstoff und das Futter zusammen, dann lässt es sich ein bisschen leichter nähen. Theoretisch könnt ihr so viele Tunnel nähen, wie ihr möchtet, aber ich würde nicht empfehlen, an den Seitenteilen zu viele zu machen, da sonst die Passform verloren geht. Habt ihr alle Tunnel genäht, sollte das Ganze jetzt ungefähr so aussehen, und als nächstes müssen wir die Tunnel noch öffnen. Dafür braucht ihr einen Nahtauftrenner und dann fahrt ihr genau an den 2 Stellen, wo der Tunnel ist, zwischen den Oberstoff und das Futter und trennt das auf. Nicht an einer anderen Stelle, nur zwischen den 2 Nähten, die ihr für den Tunnel gesetzt habt. Dann habt ihr da so kleine Löcher. Ihr seht hier, ich gehe nur genau da zwischen den 2 Nähten, zwischen Oberstoff und Futter, und trenne das Ganze auf. Durch diese Lücken können wir nachher die Stäbchen einführen. Vorsichtig öffnet ihr mit dem Nahtauftrenner nun alle Tunnel, die ihr für die Stäbchen genäht habt. Wenn ihr alle Tunnel geöffnet habt, könnt ihr die Stäbchen als nächstes hineinstecken. Wenn ihr Kabelbinder habt, dann schaut, dass ihr das stumpfe Ende hineinsteckt, und falls ihr Corsagenstäbchen verwendet, dann müsst ihr schauen, dass ihr die als allererstes oben etwas so rund schneidet oder feilt, damit ihr den Stoff damit nicht beschädigt. Nicht immer funktioniert es so ganz einfach, die hineinzustecken, dafür müsst ihr sie manchmal ein bisschen rausziehen und vielleicht gucken, dass ihr zwischen den Nahtzugaben nicht hängen bleibt. Also das ist ein bisschen Übungssache, aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und als erstes steckt ihr alle einmal ganz bis zum Ende hinein und dann schneidet ihr sie ab.
Aber Vorsicht, hier zieht ihr sie erstmal ein bisschen wieder raus, dass ungefähr oben ein Daumenbreit Platz ist, denn der Stab muss ein bisschen kürzer sein als der Tunnel selber, damit wir nachher den Stoff nicht zu sehr strapazieren. Jetzt könnt ihr die Enden einfach abschneiden. Ich ziehe sie gleichzeitig noch ein bisschen raus, damit es nachher leichter fällt, sie abzufeilen und sie nicht im Stoff verschwinden. Die abgeschnittenen Teile von der Mitte verwende ich jetzt noch für die hinteren Enden. Müsst ihr schauen, ob die bei euch lang genug sind, dann könnt ihr die nämlich verwenden. Und genau für das hintere auch sollte das Stäbchen ca. 1 cm kürzer sein, als der Tunnel selber ist. Wichtig ist jetzt, dass ihr alle Enden besonders rund feilt, damit ihr den Stoff nachher nicht beschädigt mit spitzen Kanten. Sobald ihr alle Enden komplett rund gefeilt habt, könnt ihr alle Stäbchen hineinstecken und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Schritt. Als erstes müsst ihr das Loch hinten vom Umdrehen wieder verschließen. Dafür steckt ihr die Nahtzugabe nach innen und steckt es mit 1 bis 2 Nadeln zusammen. Sobald ihr die Lücke dann mit 1 bis 2 Nadeln zugesteckt habt, könnt ihr als letzten Schritt einmal um das komplette Korsett herumnähen. Das heißt, ihr näht einmal um den ganzen Rand des Korsettes herum. Der Sinn von diesem letzten Topstitch ist es, damit alle Lücken zu schließen, die jetzt noch offen sind, von den Stäbchen und auch vom Umdrehen und das Korsett natürlich auch ein bisschen edler aussehen zu lassen. Denn dieser letzte Schritt verschließt nicht nur alle Lücken, sondern gibt dem Korsett auch einen hochwertigeren Look. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen über die Stäbchen drüber näht, denn das kann dazu führen, dass eure Nadel bricht. Dementsprechend müsst ihr die Stäbchen vorher gut reinziehen, damit es nicht passiert, dass ihr aus Versehen drüber näht. Und jetzt näht ihr wirklich einmal um den kompletten Rand herum, mit einem Abstand zum Rand von ca. 0,3 cm. Nachdem ihr einmal um das ganze Korsett herum seid, sind damit jetzt alle offenen Tunnel und alle anderen Lücken verschlossen und der letzte Schritt ist nur noch der Verschluss. So sieht das Ganze jetzt aus mit dem abgesteppten Rand. Für den Verschluss habt ihr 3 verschiedene Varianten. Ihr könnt Schlaufen selber machen aus dem Satirband oder anderem Band. Ihr könnt Ösen hineinstanzen oder dieses Schlaufenband nehmen. Ich persönlich wähle immer das Schlaufenband. Das schneide ich mir so lang zu, wie meine hintere Kante lang ist und dann nähe ich es auf die Innenseite fest. Dafür stecke ich mir das zugeschnittene Stück Schlaufenband auf die Innenseite meines Korsetts fest und da nähe ich dann mit 2 Nähten drüber. Die Enden verriegel ich jeweils mit einem Zickzackstich, damit es mir nicht ausfranst. Hier seht ihr, dass ich oben diesen Zickzackstich mache, um dem Ganzen auch nochmal Halt zu geben. Und das Ganze ist dann jetzt euer Verschluss. Und als letztes könnt ihr jetzt schon eure Träger einfädeln. Auch hier habe ich wieder Satirband gewählt, ihr könnt aber auch was anderes nehmen, wie zum Beispiel Schnürsenkel oder Stoffbänder. Ihr könnt zum Beispiel die Bänder selber machen, aus dem gleichen Stoff, aus dem ihr auch das Korsett genäht habt. Oder ihr könnt beispielsweise auch alte BH-Träger nehmen. Und so sieht das ganze Korsett jetzt fertig aus und angezogen. Also ich persönlich bin richtig in Love damit und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachnähen. Und verlinkt mich doch dann gerne, wenn ihr es selber näht und zeigt mir, wie eure Kreation aussieht.